Als erstes braucht ihr die Platine mit dem Bauteil und einen Lötkolben. Und ich fange mal an mit dem Kondensator, weil der ist sehr einfach. Man nehme den Kondensator, also den Alkohol, man sieht es hier und hier festgelötet. Dann nehme ich hier und ziehe am Alkohol hier, dann durch das da erhitzen und schon fällt er raus. Der Alkohol ist schon mal draußen. War eigentlich einfach. Dann nehme ich das nächste Bauteil. Hier ist so ein Kondensator, der da. Der ist hier und hier festgelötet. Ich erhitze das da, ziehe ihn raus auf einen Pin, erhitze das, ziehe ihn auch raus. Und der ist auch draußen. Dann nächstes Bauteil. Ich nehme den nächsten, den daneben ist. Da steht schon C303. Und zwar, ich erhitze ihn. Nur aufpassen, es ist heiß am anderen Ende. Ziehe das eine Bein raus, erhitze das zweite und ziehe den anderen raus. Und schon ist er draußen. Geht ziemlich einfach. Das kann ich jetzt mit den anderen auch machen. Erhitzen, raus, erhitzen, raus. Wenn er dann noch hängt. Ja. Also die großen Teile, die kann man relativ leicht auslöten. Den raus und den raus. Dann ist hier noch einer. Also 1, 2, okay, dann ist hier noch einer, 1, 2, okay, dann der dann noch, 1, 2, einfach nehmen, so nehmen und rausziehen, dann der hier, also der Kondensator, 1, ist ein bisschen strenger, 2, auch draußen einfach rausziehen. Dann der drauf war noch. Also der hier. 1, 2. Soweit geht es ziemlich einfach. Dann noch ein Alkohol, plus anheizen, minus. Es kann sein, dass man anheizen muss, so ein bisschen hin und her kippeln. Geht aber auch ganz gut. Dann hier einen Widerstand auslöten. Auch genauso. Okay, ist auch draußen. Ja. Dann der nächste Widerstand. 1, 2, 1, 2. Okay. Dann der Widerstand hier. Der da. Den kann man etwas schlecht greifen. Man kann auch einen Schraubendreher nehmen. Schraubendreher habe ich jetzt keinen gefunden, aber es geht auch mit einer Zange. Man kann mit der Zange hier den Pin nehmen und dran anziehen an dem Pin, dann die Lötstelle heiß machen und mit der Zange den rausziehen. Jetzt ist der Pin draußen und jetzt lasse ich den da gleich mal und nehme den da und ziehe ihn ganz raus. Und schon ist der Widerstand auch draußen. Es geht auch mit der Zange, da verbrennt man sich dann nicht. Und ich kann jetzt auch mal den Widerstand nehmen mit der Zange. Einfach mal mit der Zange packen, will leicht packen, nur dass man ihn gerade so hat. Dann erhitzen und ziehen und auch erhitzen und nochmal ziehen. Und schon ist er draußen. So kann man auch Widerstände auslöten. Gut, dann mache ich jetzt mal weiter. Ich löte alles aus, was auf der Platine drauf ist. Der draus mache ich mal ein bisschen schneller. Okay. Dann der hier noch. Okay. Dann der Quarz. Dann auch mal raus. Auch draußen. Wenn man schnell macht, geht es meistens besser. Man kann Zange nehmen, man kann aber auch die Finger nehmen, je nachdem. So ein Widerstand wird teils dann etwas warm. Okay, dann weiter geht's. Dann kommen wir zu einem Bauteil, das 3 Pins hat. Das ist ohne Pumpe etwas schwieriger auszulöten. Ich erhitze das. Schön reihum. Ich ziehe nach unten und tue mal die beiden erhitzen. Dann drücke ich nach oben, dann tue ich die beiden erhitzen. Dann ziehe ich wieder nach unten und erhitze die beiden wieder.
Und so kann man so ein Bauteil auch auslöten. Ist auch ziemlich warm geworden. Es ist deshalb gut, wenn man ein bisschen Fingernägel hat. Da kann man schön die Bauteile nehmen, drunter greifen und auslöten. 1, 2. Von der Platine geht es sehr leicht, da fallen die Bauteile fast von selbst raus. Dann hier habe ich eine Reihe von Widerständen. Löte ich die mal raus. Und da ist es dann wieder gut, eine Zange zu haben. Das heißt, mit Zange den Pin greifen, nicht abrutschen, durch den Pin greifen, heiß machen. Ups, das ist ein bisschen schwieriger, weil die hier noch umgebogen sind. Das ist gut, wenn man es erhitzt und den Pin dann gerade biegt. Das Erhitzen, den Pin gerade biegen, das Erhitzen und mit den Lötkolben den Pin gerade biegen. Wieder erhitzen, erstmal erhitzen und dann mit dem Lötkolben den Pin gerade biegen. Dann ist es gut, wenn man erst die Pins gerade biegt von den Widerständen. Also die Pins nach oben biegen, dass sie gerade sind. Hier. Und da auch. Okay. Die Pins sind gerade. Weil dann, wenn die Pins gerade sind, dann kann man Zange nehmen, den Widerstand greifen und rausziehen. Nächster Widerstand, Zange nehmen, rausziehen, nächster Widerstand. Mal von hier unten Zange erheizen und rausziehen. Sieht dann so aus. Ich habe den von hier genommen und runtergezogen und da sieht man, die sind hier schon draußen. Okay, dann kann man die Widerstände entweder mit Zange oder mit dem Finger an dem anderen Ende nehmen und raus. Und schon ist er draußen. Der Widerstand raus, den Widerstand raus. Okay, dann den Widerstand. Ein Ende, zweites Ende, den Widerstand, ein Ende. Zweites Ende ist ein bisschen heiß, wenn man es mit dem Finger macht, aber echt, bei mir ist es dann am schnellsten. Okay, man kann auch Drahtbrücken rauslöten. Hier ist eine Drahtbrücke. Versuche ich mal eine Drahtbrücke rauszulöten. Ich fahre mit den Fingernagel unter die und habe sie schon am einen Ende raus. Jetzt der zweite Ende. Ups, das wird heiß. Ups, ich schiebe es durch, das ist nicht so gut. Nochmal erhitzen, nochmal rein. Drahtbrücke, du musst rein und da durch. Mit Lötkolben kann man das auch ein bisschen durchdrücken. Ein bisschen verbogen, die Drahtbrücke, okay. Habe sie reingedrückt, die ist durchgefallen und da ist die Drahtbrücke. Habe die Drahtbrücke rausgelötet. Da wäre sie. Ich habe hier einen Transistor, 3 Pins, Basiskollektor Emitter. Ich nehme den Transistor, ziehe an den leicht, mache 2 Pins heiß, tue ihn leicht nach links ziehen, die anderen 2 Pins heiß machen, Mitte und E, Mitte und B, oder gleich alle 3 Pins heiß machen und schon ist der Transistor draußen. Ja, so geht das ganz gut. Genauso kann man es auch mit dem anderen Transistor machen, also mit dem hier 2 Pins erhitzen oder alle 3 Pins erhitzen und dann geht er fast von selbst raus. Und der nächste Transistor hier tun wir halt einfach alle 3 Pins erhitzen, 1, 2, 3, einfach rüberfahren und schon ist der auch draußen. Auch mit den kleinen Transistoren geht das so wie den hier. Das sind 3 Pins so, Pin 1, Pin 2, erstmal die beiden, dann die beiden und dann wieder den dritten. Einfach alle 3 immer wieder erhitzen und dann geht der auch raus. Geht ziemlich flott, ziemlich schnell. Und da habe ich noch einen Widerstand, hier und hier erhitzen und draußen ist er. Und noch einen Transistor, den hier, 1, 2, 3, 1, 2, 3, einfach drüber fahren, wenn der Lötkolben gut ist, schon ist er auch draußen. Und das sind jetzt die Bauteile, die ich ausgelötet habe. Sind nicht viele, obwohl es sind doch einige. Also man braucht echt nur ein paar Minuten und man kann viele Teile auslöten.